Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein cooles neues Video mit Make-up für euch, nämlich mit Ilia. Weil Ilia hat ein neues Produkt lanciert, nämlich das C Beyond Triple Serum SPF 30. Und ja, wir haben schon viele Fragen bekommen, was ist der Unterschied mit dem Super Serum Skin Tint? Und das möchte ich heute erklären und dazu mache ich auch meinen Look, weil du siehst, ich bin ungeschminkt. Also erstmal zu dem neuen Produkt, das C Beyond Triple Serum. Es gibt 3 Töne, also es ist nicht im Vergleich mit dem Skin Tint, nenne ich es jetzt mal kurz, eine Foundation. Es ist eher so ein CC Cream, wobei es nicht ein Cream ist, das zeige ich auch gleich, mal eher ein ölbasiertes Produkt. Und es hat 10% Vitamin C drin, dazu noch Niacinamide und Allantoine. So, hier sind jetzt nochmal die 3 Produkte von Ilia für dein Gesicht. Als erstes haben wir hier das True Skin Serum Foundation. Das ist eine echte Foundation ohne SPF. Dann haben wir hier das Super Serum Skin Tint mit SPF LSF 30. Das ist auch, finde ich, wirklich ein Foundation, aber auch mit sehr reichhaltigen Stoffen wie Niacinamide en Hyaluronic Acid. Hat echt veel meer Dekkraft dan de neue Bruder oder Schwester, das C Beyond Triple Serum SPF 30. Die kann man, das würde ich eher als Skincare benennen, das nimmt man als erster Schritt. Und dann kann man, wenn man mehr Dekkraft haben will, die oben drauf machen oder diese hier. Große Unterschied zwischen diese 2 sind Geruch, Textur, also die ist ja weniger Deckkraft, deswegen nur 3 Töne. Und hier ist Vitamin C mit drin. Das ist hier der Triple Serum und das ist hier der Skin Tint. Und da sieht man schon, wie das, hier bin ich natürlich viel heller, wie das hier mehr Pigmente hat und mehr liegen bleibt und das quasi verschwindet. Naja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt Nummer 2. Naja, und man sieht schon, ich kann noch hier mal zeigen, wie es verschwindet. Und es ist sehr dünn. Es fühlt sich sehr weich an. Bei der Basis ist hier auch wiederum Squalan. Man sieht schon, man kriegt so einen healthy glow. Nicht den Hals vergessen. Nou, schon eine coole Basis. Aber Deckkraft ist nicht mega. Ich glaube, man sieht noch die Stelle. Und deswegen nehme ich jetzt meinen Ilia Concealer. Damit gehe ich einfach oben drauf. Ich habe hier Wasabi 2,75. Ich habe hier jetzt eine Nase Beauty Sponge von Aromos, hatte ich hier zu Hause. Und dann kann man das schön einblenden. Und die Reste gehe ich noch ein bisschen um die Nase herum. Hier ist noch ein kleines Pickelchen. Für einen totalen Ilia-Look nehme ich jetzt ein Liquid Powder Eye Tint, de Chromatic Eye Tint in der Farbe Mythic. Ein Rosé Gold. Also ein bisschen Limited Lash Mascara noch dazu, Wimpertuschen. Und man sieht schon, ich habe immer noch so einen healthy glow. Das finde ich super. Fehlt nur noch ein bisschen Blush. Dafür habe ich jetzt Cheek to Cheek. Ich mache einfach ein bisschen auf die Wange. Und blende das mit meinem Finger aus. Und so habe ich einen super schnellen Look mit dem neuen C Beyond Triple Serum. Und ja, man sieht schon, healthy Look für den Sommer mit Sonnenschutz, mit nur ein paar Produkten. Ich nehme dann gleich den Blush nochmal weg und dann können wir nochmal den Skin Tint oben drauf machen. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie es dann aussieht, wenn ich jetzt mit meinem Skin Tint darüber hingehe. Ich habe da die Farbe 1275, also Papa Colea. Und wie gesagt, der größte Unterschied ist Verpackung. Ich finde die Verpackung von das Triple Serum besser, weil irgendwie kriege ich es nicht gebacken, das sauber zu halten. Und wenn ich reise, geht immer ein bisschen Produkt irgendwo hin. Von der Konsistenz würde ich sagen, siehst du schon, ist ähnlich. Aber hier ist
viel mehr Pigment drin. Jetzt gehe ich einfach mal erstmal eine Seite oben drauf. Ich glaube, man sieht schon den Unterschied. Da ist auf jeden Fall mehr Deckkraft. Und jetzt mache ich auch mal die andere Seite. Also das ist echt auf jeden Fall mehr ein Foundation. Und das andere Produkt ist mehr ein Tagespflege mit ein bisschen Farbe und Sonnenschutz. Und deswegen weißelt er natürlich auch nicht. Und der größte Unterschied ist der Geruch. Aber beide haben diese Healthy Glow Look. Also wenn du auf matte Make-up stehst, musst du auf jeden Fall abpudern. So, jetzt sieht man schon, da ist mehr Deckkraft. Also mein kleine Rotheten, de Haut ist ebener. Ich finde aber die andere so für unsere Woche echt nicht schlecht. So nur auf sich. Aber man kann die Produkte dus gut aufeinander verwenden, wenn man mehr Deckkraft will. Oder sogar noch mit dieser Foundation rübergehen, wenn man die Skin Tint nicht verwendet. Zu Finishing Touch schnell noch ein bisschen was auf meine Wangen. Einfach so. Quatsch. So. Und jetzt haben wir einen Look mit Skin Tint oben drauf.